Hallo Leute, ich bin's mal wieder und es geht weiter mit Java und zwar diesmal mit dem Merge Sort. So, der Merge Sort ist ziemlich cool, weil er echt schnell ist. Also der läuft in O von nlog n, also n ist die Eingabegröße, also in unserem Fall hier die Anzahl an Elementen in dem Array und ja, der geht da halt nlog n mal drüber. Das ist das Tolle dran, warum man den auch gerne benutzt. So, genug gelabert, das ist irgendwie, sagt euch glaube ich nicht so viel. Ansonsten guckt euch das Video zu Laufzeiten an, das ich gemacht habe. So, wir wollen hier als allererstes mal einen Sortieralgorithmus haben. Und was man beim Merge Sort macht, ist, man teilt auf. Also man sagt quasi, okay, wenn das Ding unsortiert ist, dann teile ich das Ganze einfach auf und prüfe einfach, wie viele Zahlen sind da drin. Wenn es nur noch eine Zahl drin hat, dann gebe ich das ganze Ding einfach zurück. Also ich zeige euch das gerade mal. Ähm, wenn unsorted.length gleich 1 ist, naja gut, dann haben wir es ja schon sortiert. Dann geben wir einfach return unsorted. Dann geben wir unsorted zurück. Also dann müssen wir quasi nichts tun. So, und wenn die Länge größer als 1 ist, dann macht er folgendes. Dann sagen wir, okay, ähm, wir wollen das ganze Ding jetzt teilen. Wir wollen erstmal, sagen wir, also wir erstellen uns ein neues Integer-Array. Ähm, ja, vielleicht noch ein Name. Äh, links für L ist gleich new int. So, und hier sagen wir einfach mal, okay, wir runden ab, und zwar die Länge. Also unsorted.length durch 2. Aber das kann ja eventuell eine ungerade Zahl sein, also machen wir hier mal math.floor. Also wir runden hier quasi ab. Das müssen wir jetzt natürlich noch casten, logischerweise, weil das ja ein Double ist, was da rauskommt, wenn wir abrunden. Warum auch immer das ein Double ist. Eigentlich soll das ein Integer sein. So, also wir nehmen quasi das Array, halbieren es und die linke Seite tun wir in das Array L rein, was ich jetzt noch hier mache. L. Wobei, ich mache es einfach mal mit einer Vorschleife, dann sehen wir, wie es funktioniert. Das darf man jetzt hier quasi nicht als irgendwie irgendwas Aufwandmäßiges berechnen, anziehen. Also das Kopieren, das ist einfach quasi for free. Man kann es auch so schreiben, dass es wirklich auf demselben Array funktioniert, aber das ist ein bisschen komplizierter. So, lasst mich hier gerade noch was machen. Wir schreiben hier uns nämlich noch ein zweites Array. Die rechte Seite wollen wir ja auch sortiert haben. Wir wollen ja nicht nur ein halbes Array haben. Und hier sagen wir einfach math.ceil müsste es geben. Ja, perfekt. Ähm, unsorted.length durch 2. Ähm, durch 2. So, jetzt ist das auch wieder natürlich ein Double, das heißt, wir wollen es wieder casten. So, jetzt haben wir ähm, links die abgerundete Länge und rechts die aufgerundete Länge. Das heißt, zusammen ergeben sie wieder insgesamt diese Länge hier von dem von dem Array unsorted. Okay, und jetzt sagen wir iterieren einmal über unsorted drüber. Ja, Punkt Length vielleicht noch. Und hier i++. Und wenn, ähm, ja, wenn unser i kleiner ist als das hier, dann kopieren wir es ins linke Element rein, also L von i gleich ähm, unsorted an der Stelle i. Und ansonsten kopieren wir es ins rechte Teilarray rein. Vielleicht solltet ihr euch da wirklich aufpassen hier mit dem Counter, den ich hier jetzt habe. Das darf ja hier, muss ich halt das hier noch drauf rechnen, sonst wird es ja nichts. Nicht Minus, Plus. Doch, Minus, stimmt. Weil wir hier ja eh schon erhöht haben. Hier fehlt eine Klammer zu. So. Und wahrscheinlich ist hier wieder irgendwas falsch, was ich nachher merken werde. Gut. Ähm, ups. So, jetzt unsorted an der Stelle i. Okay, jetzt haben wir das dem rechten und dem linken Array zugewiesen.
Also quasi aufgeteilt in links und rechts. So, und jetzt sagen wir, okay, coole Sache, jetzt sortieren wir links und rechts. Also L gleich Merge Sort von links, von links und R gleich Merge Sort von rechts. Was das macht ist, das teilt einfach so lange auf, bis nur noch ein einziges Element drin ist und gibt dann dieses eine Element wieder zurück. Jedes Mal, also quasi auf der untersten Stufe geben wir das eine Element zurück und davor teilen wir es jedes Mal auf. So, jetzt müssen wir die noch irgendwie wieder zusammenkriegen. Und dazu brauchen wir eine neue Methode, die nennt sich Merge, wer hätte es gedacht. Ja, und dann geben wir einfach Merge zurück, also Return Merge von L und R. Ups. So. Und müssen natürlich noch die Methode hier schreiben. So. Jetzt sagen wir hier, okay, mergen tun wir genau dann. Also wir brauchen hier erstmal natürlich noch ein neues Integer Array. Ich nenne es mal red oder merge von mir aus. So. Und das hat natürlich jetzt die Länge von beiden zusammen. Also L.length und R.length. So. Weil wir wollen ja hier beide Dinger hier drauf kriegen. Also wir sagen, alle Elemente aus L und alle Elemente aus R, das was wir hier oben quasi aufgeteilt haben, wollen wir hier wieder zusammenbringen. Und jetzt sagen wir hier, okay, da die beiden Arrays hier sortiert sind, weil ein Element ist immer sortiert und hier kommen nur sortierte Elemente raus aus unserem Merge Sort. Also hier L und R kann man annehmen, sind sortiert. Also sagen wir hier, okay, wir gehen einfach einmal drüber. Also wir brauchen hier zwar noch zwei Counter, int i gleich 0 und int j gleich 0. So, und jetzt sagen wir hier einfach int k. Also wir brauchen wirklich nur eine Schleife dann. K kleiner L.length plus R.length und K++. Also wir iterieren hier quasi einmal über L und R zusammen drüber. Und jetzt schauen wir halt, okay, wenn unser L an der Stelle I kleiner ist als R an der Stelle I, also das rechte Array an der Stelle I, oder kleiner gleich am besten hier, ich arbeite in letzter Zeit irgendwie lieber mit gleichs, kleiner gleichs, dann wollen wir das einfach rüber kopieren in unser Merge Array, also Merge an der Stelle I gleich L an der Stelle I, so, und ansonsten, achso, und dann müssen wir hier natürlich noch den Counter erhöhen, damit wir hier immer auf das richtige Element drauf zugreifen. Und hier müssen wir auch den Counter verändern. Hier ist es ja nicht I, mit dem wir zugreifen wollen, sondern J. Also wir greifen hier quasi auf das L, greifen wir immer mit I zu, auf J greifen wir immer mit, auf R greifen wir immer mit J zu. Und ja, also hier sagen wir dann einfach Merge an der Stelle und hier weisen wir natürlich Merge an der Stelle K immer zu. Ups. Merge an der Stelle K gleich R an der Stelle J. Weil jetzt hier in der Else-Schleife ist ja unser R größer gewesen. Halt, Moment, ich habe gerade wieder auf, doch, ich habe auf kleiner gleich überprüft. Passt. Also hier war ja R kleiner, das heißt, wir wollen es zuerst da drin haben. So, und jetzt geben wir hier einfach Return Merge zurück. So, und dann lassen wir das ganze Ding einfach mal laufen und hoffen, dass es funktioniert. Und es läuft. Sehr schön. Also keinerlei Fehler. Besser als bei den anderen Algorithmen, auch wenn es der schwerere war. Also wir teilen es hier erstmal auf, sortieren die einzeln und fügen sie dann wieder einfach sortiert zusammen. Und das Schöne ist, dass man dabei halt Laufzeit spart, auch wenn es erstmal nicht so aussieht. Weil aufteilen bzw. kopieren rechnet man eigentlich mit nichts. Also sortieren rechnet man dann halt mit mehr. Ja, in der Praxis würde ich generell einfach auf die Algorithmen von Java zugreifen. Die sind da wahrscheinlich deutlich schneller. Aber dass ihr wisst, wie das funktioniert und da ihr es wahrscheinlich für die Uni oder sowas machen müsst, ja, von mir das Video. Alles klar. Dann hört man sich beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.